Heute erhöhen wir mal ein bisschen den Adrenalinspiegel bei uns allen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir in den Südosten von Bora Bora fahren. Dafür muss man einmal oben rum durch den Norden um die Insel rum. Ja, klingt jetzt ja erstmal nicht so spannend. Allerdings ist es es ist teilweise nur 2,50 Meter tief mit Korallenköpfen. Wir haben einen Tiefgang von 2,10 Meter. Ist schon relativ spannend. Ich sitze jetzt hier die ganze Zeit vorne in der knallen Sonne und gucke runter, dass wir nirgendwo gegenfahren. Aber wir sind guter Dinge, dass sich dieser ganze Adrenalinstress lohnt. Die nächsten Tage ist auch kein Winter angesagt, deswegen kann man dieses Experiment angehen. Und ganz ehrlich, Leute, wir sind auf Bora Bora. Da kann man mal ein bisschen frühmorgendlichen Adrenalinschock haben.
nachdem wir jetzt im Südosten von Bora Bora angekommen sind und gerade mit Yum Yum und Siro Abend gegessen hatten, wollten wir uns jetzt eigentlich einen entspannten Abend machen, ein bisschen auf die Couch, ein bisschen Fernsehen gucken. Aber ich weiß nicht, ob mich daran erinnert, letzte Woche habe ich noch darüber gemeckert, dass die Charterboote hier wieder sind und die sind halt total auf Partymodus. Und jetzt haben die ihren Plan geändert und uns einfach heute Abend für die Party mit eingeladen, damit wir uns nicht beschweren können, dass sie so laut sind. Und das Partymotto ist Dressless. Kann ich wohl mal meinen Kokosnuss-Bikini rausholen. Mal raus hier! So, da haben wir schon mal für die Coxifahrt, ne? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Eins, zwei, drei, halten. Dass wir nachher zweibootig haben und nicht wissen, welche wir nehmen sollen. Ne? Ja. Possible? Yes. Usually 4 should be enough, but we don't want to be in a hurry. That's okay for me. And different 500. I know, yes. Yeah. Then we give the scooters back at the reception? Here. Here, and they call you and then... Yes. Okay, good. For me. Okay. Wir waren ja hier, wir sind an Matira schon vorbei, das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich hier, wo Ant ist. Hier, wir sind an dem Soul Tree Banyan schon vorbeigefahren. Nee, wir sind hier. Ach, das stimmt, Moment mal. Doch, wir sind in der Bucht hier. Hier ist Matira. Das ist Matira. Ah ja, stimmt, wir sind hier schon. 5. Gallery, Alan und Linda, das müssen wir nicht unbedingt gucken. Hier, Artist Studio, 3 Bora Home, Upstairs Gallery, Painter.
Homemade Italian Ice Cream. Kennt sich jemand aus? Wir haben angefangen und schon wollen wir erstmal ein Eis essen. Ne? Ich mag die beiden. Yummy, yummy, yummy. Cheers. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Schön. Immer wieder gerne. Fee, danke für die Einladung. Immer gerne. Wo hast du denn deinen Helm mit? Am Motorrad. Naja. Mach ja viel Scheiß mit, aber den Berg hier mit dem Roller hoch, nee, danke, da laufe ich sogar nicht. Ja, jetzt sind wir schon fast einmal rum. Ja. 25 Minuten. Ein Optimist. Dafür sind wir jetzt eine halbe Stunde hoch und runter gefahren, haben es gesucht, ne? Ja, sind aber ein paar Sachen schon interessant. Der Slocum, das war der erste Feldumsegler, ne? Oder nicht? Single-End oder so. Christian, Bitte? der Slocum, das war doch der erste, der alleine irgendwie Ja. rum ist. Kannst du auch hinter dir nachlesen. Oh. Ich habe vergessen, dass die Insel eigentlich den Aufkleber voll pflastern wollten. Da konnte ich hier. Ist das San Diego auch? Bounty? Nee. Nee, die American? Ja, so richtig viel gab es jetzt hier auf Bora nicht zu sehen. Wir sind jetzt schon einmal um die Insel rum. Sind jetzt gerade nochmal einkaufen, bevor wir die Roller gleich wieder abgeben und dann auf dem Sundowner auf der Tränke trinken. Aber hier, dieser Berg von Bora, der sieht ja schon sehr spektakulär aus. Und der verrückte Mirko, der zwingt uns noch da hoch zu klettern. Nicht genau, ob wir das morgen oder übermorgen machen, aber dafür, dass er uns nochmal Spätzle macht, müssen wir uns die verdienen. Das heißt, wir müssen einmal da hochklettern. Und Mirko und Sophia waren schon mal oben. Ja, ich habe so die eine oder andere Horrorgeschichte gehört. Man muss sich halt an Seilen hochziehen. Der Hochweg ist wohl auch gar nicht das Problem, aber das wieder runterkommen ist dann eher so ein bisschen mit dem Angstschweiß verbunden. Aber noch sind wir gute Dinge und freuen uns drauf und ja, mal gucken, ob wir es dann tatsächlich machen oder ob wir wieder irgendeine gute Ausrede finden, warum wir dann doch knallen. Der Rollertag mit unseren Freunden Zero war auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ja, wie gesagt, es gab nicht viel zu sehen, aber einfach das Boot mal wieder für eine Zeit lang zu verlassen. Tatsächlich Rollerfahren war auch mal wieder ganz lustig, haben wir auch schon
fast, ja, ich glaube 9 Monate oder so nicht mehr gemacht. Mit dem Terry einmal auf Morea. Ansonsten fahren wir ja keine Autos oder Motorräder. Wir fahren halt nur die dicke Trampi oder unser Dingi, was auch Spaß macht.